Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir hier diesen Morgen zusammenkommen können. Herr, wenn wir jetzt diese Dinge anschauen und unsere Zeit verstehen wollen und was in der Welt los ist, so möchten wir dich bitten, dass du bei uns bist, dass du uns das richtige Verständnis gibst und auch die Geduld, diese Dinge zu lernen. Und dass wir auch hingehen und diese Dinge für uns selbst festigen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. It's our final morning. Es ist unser letzter Morgen. I want to close on this subject. Ich möchte mit diesem Thematik abschließen. We began by studying Acts 27. Wir fingen an, indem wir Apostelgeschichte 27 studiert haben. We traced the line of the second ship. Wir haben die Linie des zweiten Schiffes verfolgt. This is the ship of Alexandria. Und das ist dieses Schiff von Alexandrien. It's a good ship. Es ist ein gutes Schiff. It's designed to protect the people. Und es ist dazu gedacht, dass es das Volk beschützt. And we marked it beginning in 1798. Und wir markierten es, dass es im Jahre 1798 anfängt. We speak about Adventism. Wir sprechen über den Adventismus. I want to concentrate on the United States. Da möchte ich mich auf die USA konzentrieren. Began its journey. Es fing ihre Reise. Es fing seine Reise an. Set sail. Es setzt die Segel. Sailed across the sea. Es segelt den ganzen Weg hindurch das Meer. Past 1844. Nach 1844 vorbei. Past 1850. An 1850 vorbei. Came to 1863. Dann kommt es zu 1863. And it went off course. Und da geht es dann vom Kurs ab. Because there were contrary winds. Denn da gab es Gegenwinde. There were events in this history. Und da gab es Ereignisse in dieser Geschichte. External strife. Und zwar externe Winde, That drove this ship to change direction. die dieses Schiff dazu bewegte, vom Kurs abzukommen. And it never again went back on course. Und es ist nie wieder auf den richtigen Kurs gegangen. It's been off course Es ist vom Kurs abgekommen. since 1863. Und seitdem ist es nicht, seit 1863 ist es vom Kurs weg. That was really the beginning of our study. Und das war in Wirklichkeit eigentlich der Anfang unseres Studiums hier. And then yesterday, Und gestern we saw 1863 takes us to 2014. haben wir gesehen, dass 1863 uns zu 2014 bringt. I want us to study that history, particularly of the Civil War. Und ich möchte, dass wir im Speziellen diese Geschichte über den Bürgerkrieg studieren. 2014 is midway. 2014 ist die Mitte. It's midnight. Es ist Mitternacht Between 9/11, zwischen dem 11. September, the tarrying of the bridegroom, das Verzögern des Bräutigams, and 2019, und 2019, when the bridegroom comes. wenn der Bräutigam kommt. We can call this history April 19, Wir können diese Geschichte den 19. April nennen October 22. und 22. Oktober. The midpoint, Und die Mitte, midway, die Mitte, is July 21. ist der 21. Juli. We can overlay that with another line Und wir können das mit einer weiteren Linie parallel stellen, that says this is Sunday law. wo hier dann das Sonntagsgesetz markiert werden würde. There's going to be increase of knowledge Und da wird dann eine Zunahme der Erkenntnis sein, leading to a midnight cry die zu einem Mitternachtsruf führen wird. or a loud cry Oder einem lauten Ruf before Daniel 12:1. vor Daniel 12, Vers 1. Those are the different themes we can overlay our reform line with. Das sind die verschiedenen Thematiken, die wir parallel stellen können. And in seeing this, Und indem wir das sehen, we recognized that as a symbol. erkennen wir dies als ein Symbol. We can recognize 2014 as Sunday law. Können wir das 2014 als Sonntagsgesetz erkennen. I'm not saying that's symbolic, Und ich sage nicht, dass das symbolisch ist. that's literal. Das ist buchstäblich. But we can take these different words, Aber wir können diese verschiedenen Wörter nehmen. Sunday law, Sonntagsgesetz, July 21, der 21. Juli. midway, midnight. Und der Mitternacht und die Mitte des Weges. And we can all place them over 2014. Wir können sie alle über 2014 platzieren. When I mean symbol, Wenn ich das
wenn ich Symbol meine, I mean that as midway. dann meine ich das mit der Mitte des Weges. Because what was literal in Millerite history, Denn was buchstäblich in der Millerin-Geschichten war, it's literally, I think, something around 91 days. ist buchstäblich irgendwas mit 91 Tagen, glaube ich. From here to here and from here to here. Von hier bis da und von hier bis da. That was literal. Das war buchstäblich. So when they study the parable of the 10 virgins, Also wenn sie das Gleichnis der 10 Jungfrauen studiert hatten, they identify the tarrying, haben sie die Zeit des Verzugs and then the cry is made, "Behold, the bridegroom cometh." aufgezeigt und dann haben sie auch gezeigt, wie der Ruf kommt, siehe, der Bräutigam kommt, der At Ruf wird getan. midnight. Und dieser Ruf kommt um Mitternacht. And then the bridegroom comes October 22, Und dann kommt der Bräutigam am 22. Oktober 1844, making July 21 midnight welches den 21. Juli Mitternacht in macht, the parable, im Gleichnis, midway in the history. und die Mitte des Weges in der Geschichte. And we can bring that into our history as symbolic. Und wir können das als Symbol in unsere Geschichte dann bringen. We took that into history, Wir haben das in der Geschichte betrachtet and I want to particularly concentrate on the Civil War. und ich möchte im Speziellen mich auf den Bürgerkrieg konzentrieren. 1863, 1863, midway between 1861 die Mitte des Weges zwischen 1861 and 1865. und 1865. 1863 1863 by a 151 und hier, das wird durch eine 151 verbunden, takes us to 2014. die uns zu 2014 bringt. In 1861, the American Civil War begins. Und es war in 1861, dass dieser amerikanische Bürgerkrieg anfing. This ship set sail in 1798. Dieses Schiff setzt die Segel im Jahre 1798. It's the lamb-like beast or the glorious land. Es ist dieses lammähnliche Tier bzw. das herrliche Land. We can tend to think that it was somehow perfect. Und wir sind dazu geneigt zu denken, dass es irgendwie schon da perfekt war. It was not perfect. Aber es war nicht perfekt. It had major issues Es hatte große Probleme, that are actually even within the Constitution itself. die sich sogar selbst innerhalb der Verfassung befinden. One of those was slavery. Eine davon war zum Beispiel die Sklaverei. 1798 1798 to 1861 bis zu 1861 is 63 years. sind 63 Jahre. This number becomes important. Diese Nummer wird wichtig, We take the 2520 denn wir nehmen die 2520 and we identify und wir können aufzeigen, that it's in two parts, dass es 2 Teile dazu gibt. two periods of 1260 years. 2 Perioden der 1260. From the 2520 Von der 2520 in 2012 developed the 126 and the 151. in 2012 entwickelte sich daraus die 126 und die 151. The 126 Die 126 is a symbol like that of the 2520. ist ein Symbol wie die 2520. And we can identify the 63 years Und wir können die 63 Jahre as a symbol of 1260. als ein Symbol für die 1260 benutzen. It can represent a period of probation Es kann eine Zeitperiode der Gnadenzeit repräsentieren, before judgment. und zwar bevor das Gericht kommt. The United States Die Vereinigten Staaten had 63 years of probation hatte 63 Jahre der Gnadenzeit, to sort itself out um sich selbst auf rechten Kurs zu bringen sozusagen oder in Ordnung zu bringen and end slavery. und die Sklaverei zu beenden. I want to quote from Review and Herald. Ich möchte von Review and Herald zitieren. It's August 27, Der 27. August 1861, 1861, paragraph 2, Paragraph 2 im Englischen. the very beginning of this history. Der Anfang dieser Geschichte. She says, God's anger burns against the United States, Sie sagt, Gottes Ärger brennt gegen die Nation oder die Vereinigten Staaten and particularly against the religious bodies. und im Speziellen gegen die religiösen Körper, Einrichtungen. I just want to note what she's saying here. Ich möchte hier einfach nur festhalten, was sie sagt. It's going to become important. Es wird wichtig werden. She's saying God is angry Sie sagt, Gott ist ärgerlich oder zornig
There's going to be judgment. Und da wird es Gericht geben werden. Who is he angry with? Mit wem ist er denn ärgerlich? The USA, Mit den Vereinigten Staaten, but particularly the churches. aber im Speziellen die Kirchen. Why? Warum? Because they have either approved, Denn sie haben entweder permitted it, erlaubt or they've engaged themselves in slavery. oder sie haben selber daran teilgehabt mit der Sklaverei. Jesus can no longer witness this. Und Jesus kann da nicht länger zuschauen. She says there are a few Und sie sagt, da gibt es ein paar in the ranks of Sabbath keepers in den Reihen der Sabbathhalter, in that early movement in dieser frühen Bewegung, who sympathize with the slaveholder. die mit den Sklavenhaltern sympathieren. They need to leave those errors behind. Und sie müssen diese Fehler hinter sich lassen. They've brought their own political prejudices Sie haben ihre eigenen politischen Voreinnehmungen with them into this movement. mit in diese Bewegung hineingenommen. They need to abandon their their political prejudice. Sie müssen ihre politische Voreinnehmungen, Vorurteile weglassen oder von sich They are abgeben. not in harmony with the principles of truth. Sie sind nicht in der Harmonie mit den Prinzipien der Wahrheit. She says, Sie sagt, God's anger will not stop Gottes Zorn wird nicht stoppen, until the United States, bis die Vereinigten Staaten, the land of light, das Land des Lichtes, has drunk the last drops of his fury. den letzten Tropfen seines Zornes getrunken hat. This civil war was the judgment of God for slavery. Dieses Bürgerkrieg war das Gericht Gottes, weil die Sklaverei hier existierte. He's angry at the United States and the churches Gott ist ärgerlich gegen die Vereinigten Staaten und auch gegen die Kirchen because of slavery. wegen der Sklaverei. This is the story of Ellen White. Und das ist die Geschichte von Ellen White. This is what she is saying Das ist, was sie sagt. is the problem. Das ist, was sie sagt, was das Problem ist. She says that as she sees it, Und sie sagt, wie sie es sieht, it's impossible for the United States to end slavery. es ist unmöglich für die USA, die Sklaverei zu beenden. God alone can end slavery. Nur Gott selber kann die Sklaverei beenden. And so he did Und so hat er dies getan. through a civil war. Und zwar durch einen Bürgerkrieg. It was the only way. Und das war der einzigste Weg. So the civil war, Also der Bürgerkrieg it's the judgment of God. ist das Gericht Gottes. She speaks about his involvement in that civil war. Und sie spricht darüber, wie Gott in diesen Bürgerkrieg involviert ist. And its purpose was to judge the nation and to end slavery. Und sein Zweck war, diese Nation zu richten und die Sklaverei zu beenden. I want to quote, Ich möchte hier zitieren. these are writings done about Ellen White and her day. Und zwar sind das Schriften, die hier über Ellen White und ihre Tage geschrieben wurden. You can find them in the Ellen White, from the Ellen White website. Und man kann sie auf der Webseite von Ellen White finden. It's WEGW 120. Also es ist WEGW 120 Paragraph 1. I want to read paraphrase the first two paragraphs. Und ich möchte hier die ersten 2 Paragraphen in meiner Art und Weise wiedergeben. They're talking about the response of the churches, the Protestant churches, to the Civil War. Sie besprechen hier die Antwort, die Kirchen in Amerika die Antwort, die sie gegenüber oder ihr Kommentar über den Bürgerkrieg. In 1863, the Civil War has not been going well for the North. In 1863 ist der Bürgerkrieg war da ja und dem Norden ging es da nicht so gut in der Zeit. I want us to note, Ich möchte hier, dass wir merken, it's the North that are the Republicans, es ist der Norden, der die Republikaner sind. the South that are the Democrats. Die im Süden sind die Demokraten. So the North, Der Norden, the Republicans, die Republikaner. are losing. Hier sind sie am Verlieren. And what's their response? Und was ist ihre Antwort? They come together, Sie kommen zusammen, various churches. und zwar mehrere Gemeinden, Kirchen, verschiedene Kirchen. They saw that at the end of 1862, Und sie sahen, dass am Ende von 1862
the Southern Democrats were winning, dass die südlichen Demokraten am Gewinnen waren. and the Protestant denominations Und die protestantischen Denominationen saw the defeat of the North haben gesehen, wie der Norden praktisch eine Niederlage leidet. as a manifestation of God's anger. Und dass das eine Manifestation der Zorn des Gottes ist. They met together Und so haben sie sich getroffen, to try and find a way to appease an angry God. um einen zornigen Gott zu beschwichtigen. They believed Sie glaubten, that the United States was under the judgment of God. dass die Vereinigten Staaten unter dem Gericht Gottes standen. Why? Warum? They believed it was the failure of the government Sie glauben, es war das Verfehlen der Misserfolg des Regierung, to acknowledge the lordship of Jesus dass sie die Herrschaft des Jesus nicht anerkannten and to enforce his moral law. und sein moralisches Gesetz durchzudrücken oder zwingen. They're saying Sie sagen, that God is angry and judging the nation dass Gott ärgerlich ist und die Nation deswegen richtet, because he's angry at immoral people. denn er ist ärgerlich wegen unmoralischen Personen. The problem Das Problem is the separation of church and state. Das Problem davon ist, dass die Kirche mit dem Staat getrennt ist. The problem, Und das Problem they haven't recognized the United States as a Christian nation. ist auch, dass sie die Vereinigten Staaten nicht als eine christliche Nation anerkannt hatten. The problem Und das Problem is immorality, ist die Unmoral. breaking God's law Sie brechen Gottes Gesetz, as they define his law. wie sie sein Gesetz definieren. Even after the North had won, Sogar nachdem der Norden schon gewonnen hatte, they retained the belief haben sie diesen Glauben beibehalten, that God was angry with America dass Gott ärgerlich mit Amerika war and that they were in danger of divine judgment. und dass sie in Gefahr waren von übergöttliches Gericht, dass göttliches Gericht auf sie kommt. Out of this concept, Und aus diesem Konzept they formed the National Reform Movement. haben sie die National Reform Movement, also die nationale Reformbewegung gegründet. It's this National Reform Movement Und es ist diese nationale Reformbewegung, that for the rest of that century die für den letzten Teil dieses Jahrhunderts attempted to bring about the combining of church and state. versucht hat, die Kirche und Staat nun zusammenzubringen. It's what our pioneers fought within Congress. Und das ist, was unsere Pioniere dagegen angekämpft haben im Kongress. The North, the Republicans, Der Norden, die Republikaner, have the concept that God is with them, haben das Konzept oder haben die Vorstellung, dass Gott mit ihnen ist not with the Democrats. und nicht mit den Demokraten. And they want to make that a public statement of that. Und sie möchten das auch öffentlich festlegen. There's a pastor, Da gibt es einen Pastor, he writes to the government. der Regierung schreibt. He writes to a man, if you want to look him up, Salmon Chase. Und der schreibt zu einem Mann, Simon Chase, und ihr könnt das selber nachschauen. And he says that there should be a religious slogan Und er sagt, sollte es ein religiöses Slogan geben, placed on American coins. der auf amerikanische Münzen gedruckt werden It sollte. had been suggested and resisted before 1861. Vor 1861 wurde das vorgeschlagen, aber es wurde abgelehnt, But it had been identified as a violation of the First Amendment. denn es wurde als eine Verstoßung des ersten Gebotes oder Zusatz der Verfassung als dessen betrachtet. First Amendment says Dass das erste Zusatz der Verfassung sagt, Congress can make no law about establishing religion. der Kongress kann kein Gesetz machen in Bezug auf die Etablierung von Religion. But in the time of this civil war, Aber zur Zeit des Bürgerkrieges, when the northern Republicans are not sure of victory, wo die nördlichen Republikaner nicht dem Siege sicher sind, this concept becomes much more popular. da wird dieses Konzept viel mehr oder populärer. In 1861, 1861, the Salmon Chase, the Secretary of State, Salmon Chase, der Staatssekretär, he writes that no nation can be strong except in God's strength. er sagt aus, dass keine Nation stark sein kann, außer in der Stärke Gottes. Or safe except in God's defense.
oder dass auch keine Nation sicher sein kann, es sei denn in dem Schutz Gottes. And our trust in God should be declared on our coins. Und Trust in God, also in Gott vertrauen, sollte auf unsere Münzen gedruckt werden. So a religious motto for the United States is suggested. Also wir sehen hier, wie ein religiöses Motto für die Vereinigten Staaten vorgeschlagen wird. And for the next 2 years, Und für die nächsten 2 Jahre they debate what that motto should be. debattieren sie darüber, wie dieses Motto denn aussehen soll. In 1863, they decide on their motto. Und 1863 tun sie dann sich für ihr Motto entscheiden. That motto Und dieses Motto was "In God We Trust." ist das in God we trust, also in Gott vertrauen wir. It's decided by Congress, Und es wird vom Kongress entschieden. and Congress passes a law Und der Kongress erlässt ein Gesetz, stating that that motto should be placed on all their currency. dass dieses Motto auf die ganzen Banknoten, Münzen, auf die ganze Währung gedruckt werden soll. The first ones begin 1864, Das erste wird 1864 gedruckt. but there's another act of Congress Aber da gibt es einen weiteren Akt des Kongresses. passed in 1865 Und daher wird 1865 verabschiedet. that allows that phrase to be placed on all coins. Und dieser erlaubt nun, diesen Satz auf alle Münzen zu drucken. From 1865 forward, Von 1865 an it begins to be stamped on all of their coins. fängt es an, dass es auf alle Münzen gedruckt wird. And this was a response Und das war eine Antwort to the Civil War. zu dem oder eine Reaktion auf diesen Bürgerkrieg. To state Es ist ein Staat. God is on the side of the Northern Republicans. Wie bitte? Um zu zeigen, dass Gott auf der Seite des republikanischen Nordens I ist. want us to note Und ich möchte, dass wir hier sehen, there are 2 streams of information. dass es 2 Informationsströme gibt. One is that of Ellen White. Einer ist der von Ellen White. The judgment of God Das Gericht Gottes is because of the churches. ist wegen den Kirchen. He's angry at the Protestants, Er ist ärgerlich den Protestanten gegenüber, at the United States, den Vereinigten Staaten gegenüber, because of slavery. wegen der Sklaverei. And she makes it quite clear. Und sie macht es sehr deutlich, God is not with the South dass Gott nicht mit dem Süden ist, in any way, in irgendeiner Art und Weise. but he's also angry with the North. Aber er ist auch ärgerlich mit dem Norden. In 1850, 1850 the North compromised. hat der Norden Kompromisse eingegangen. It's known as the 1850 Compromise. Und es ist bekannt als die 1850 Kompromiss. And because they didn't want a civil war, Und weil sie keinen Bürgerkrieg wollten, they tried to appease the southern states. sie versuchten die südlichen Staaten zu beschwichtigen. Because of that appeasement, Und wegen dieser Beschwichtigung the North is also under God's judgment. ist auch der Norden unter der Attacke Gottes And what I hear taught oder dem Gericht Gottes. Und was ich gehört habe, was man lernt in Adventism im Adventismus, is that this civil war dass dieser Bürgerkrieg should never have happened niemals hätte passieren sollen, because a big government denn wegen einer Big Government, also einer großen Regierung, like that of Abraham Lincoln wie das von Abraham Lincoln, should not interfere with the affairs of the states. sollte nicht mit den Staatsangelegenheiten sich da einmischen. That's not Ellen White's position. Das ist nicht die Position von Ellen White. I would suggest Ich würde vorschlagen, that's old political prejudices dass das alte politische Vorurteile sind, kept by some in the ranks of Sabbath keepers. die von einigen in den Reihen des Sabbathalters festgehalten werden. The North was judged because they didn't interfere sooner. Der Norden wurde gerichtet, weil er nicht vorher schon eingegriffen hat. We can think about some of these things we associate with America. Wir können einige über diese Dinge nachdenken, von einigen wir sie mit Amerika in Verbindung bringen. They did not exist from the beginning. Und diese haben nicht vom Anfang an existiert. They've been introduced over time. Sie wurden über die Zeit hinweg eingeführt. 1868 1868 is the 151 ist die 151 to 2019. zu 2019. So when we do our midpoints, Also wenn wir unsere Mittelpunkte machen, it gives us more than one date to take to the close of probation. gibt es uns mehr als nur ein
ein Datum, um um Punkte, um zu unserem Ende der Gnadenzeit zu bringen. We can take 1865 as the end of a midpoint Wir können 1865 als das Ende eines Mitpunktes nehmen, because this is a civil war. denn das ist dieser Bürgerkrieg. And we can take 1868 Und wir können 1868 nehmen and take that to 2019 because of the 151. und das zu der 2019 bringen, wegen der 151. There's 2 amendments to the Constitution in 1868. Da gibt es 2 Gebote oder Zusätze, die der Verfassung hinzugefügt werden im Jahre 1868. These amendments ended slavery, Und diese Zusätze haben die Sklaverei beendet. the recognition of slavery in the Constitution. Also jetzt sehen wir die Anerkennung oder der Thematik Sklaverei in der Verfassung. What they did do Was sie getan haben, was introduce gender. ist, dass sie auch die Geschlechter eingeführt haben. Now they're giving black men the vote. Nun geben sie Schwarzen eine Stimme, But they had to introduce the male pronoun aber sie mussten hier das männliche Pronomen einführen, to make sure it did not also exist for black women. um auch sicher zu gehen, dass es nicht auch für schwarze Frauen gilt. This begins the women's suffrage movement. Und da fängt jetzt diese Bewegung an, der Frauen, das Leiden der Frau. That movement Diese Bewegung came to its head, kam zu seinem Höhepunkt, finally allowed women the vote, wo es dann schlussendlich endlich den Frauen erlaubte zu wählen, finally brought about the Constitution. Continue the sentence. They were able to cause people to recognize Und dann waren sie möglich, dass die Menschen erkennen konnten, that the Constitution was also for them. dass die Verfassung auch für sie war. In 1798, In it 1798 is not for black people war die Verfassung nicht für schwarze and it Leute is not for women. und es ist auch nicht für Frauen. In 1868, In the 1868 movement begins tut die Bewegung anfangen, to say this Constitution is also ours. wo diese Bewegung sagt, die Verfassung ist auch unsere. And women were given the vote. Und Frauen wurde das Wahlrecht gegeben. It's the 19th Amendment, Es ist die 19. Zusatz der Verfassung 1919. im Jahre 1919 We're in 2019. und wir sind im Jahre It's not 2019. a coincidence. Und ich denke nicht, dass es ein Zufall ist. It's an issue today. Es ist eine Thematik heute It was an issue in 2016, und es war auch eine Thematik in 2016, where from gaining the vote, indem man die Wahl gewinnt, God expected a faithful Nethinim to recognize a female president. wo Gott von einem treuen Tempeldiener erwartet, to recognize a female president, einen Präsidenten, der eine Frau ist, zu erkennen. 19th Amendment, 1919. Der 19. Zusatz der Verfassung 1919. So 151 Also 151 to 1868. zu 1868, Separate to this study, separat von diesem Studium hier, it's also the first presidential impeachment. ist es auch die erste Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten. Because there's a president in 1868, Denn da gibt es einen Präsidenten im Jahre 1868, not that of Abraham Lincoln, nicht der von Abraham Lincoln, who was impeached for the very first time by Congress. der dem Amt enthoben wurde. Und zwar war das erste Mal, dass der Kongress sowas getan hatte. Because his sympathies Denn seine Sympathien were with the slaveholder. galten dem Sklavenhalter. On one level, Auf einer Ebene this is all the story of the Northern Republicans. ist das die ganze Geschichte der nördlichen Republikaner. But 2014 to 2019 Aber 2014 bis 2019 is the change of a president, ist das Ändern eines Präsidenten, der From- Wandel eines Präsidenten. one who was freeing the slaves Einer, der die Sklaven befreit hat to, by 1868, und bis dann, wenn man zu 1868 kommt, one who's trying to bring about the return to slavery. einer, der versucht, die Sklavereien wieder reinzubringen. So we have no question
Also bleibt hier keine Frage übrig, what side Donald Trump stands on. auf welcher Seite Donald Trump steht. He may be in the north, Er mag zwar im Norden sein, the Republican, also die Republikaner, but within the issue of slavery, aber in Bezug auf der Thematik der Sklaverei, that's the south. das ist der Süden. And it's the southern south today Und es ist der südliche, ja, der Süden that, for the most part, für den Großteil, supports Donald Trump. der Donald Trump unterstützt. So there's this movement Also da ist diese Bewegung under the Civil War unter dem Bürgerkrieg, to introduce God into the government die versucht, also Gott in die Regierung mit einfließen zu lassen oder einzuführen, to appease him. um ihn zu beschwichtigen. They're half right and they're half wrong. Und sie sind halb richtig und halb falsch. They're being judged by God. Sie sind von Gott gerichtet. They've misunderstood why. Sie haben missverstanden, warum sie gerichtet werden. We spoke before about the 63. Wir haben vorher über die 63 gesprochen. Talk about the 25-20 Wir sprechen über die 25-20 and break it down. und wir brechen es auf. There's particularly 3 numbers. Und da gibt es im Speziellen 3 Nummern an Zahlen. 126, Die 126, 151, die 151 63. und die 63. Derivatives of the 25-20. Und diese stehen oder sind gleich der 25-20. They take us to a history within the 1950s. Und sie bringen uns zu einer Geschichte in den 1950ern. From 2014 Von 2014 takes us to 1951. bringt das uns zu 1951. 1951, 1951, there's a movement da gibt es eine Bewegung, to reintroduce this phrase, "In God we trust." die wieder diesen Satz reinbringen möchte, in God we trust, also in Gott vertrauen wir. That push Und dieser Push dafür begins 3 years earlier fängt 3 Jahre zuvor an. in 1948, Im Jahre 1948 comes to its completion und es kommt zu seinem Ende in 1954. oder Vervollständigung im Jahre 1954. 1951 is a midpoint Und 1951 ist jetzt ein Mittelpunkt in the history of 48 to 54. in der Geschichte von 1948 bis 1951. 1949, 1948, just to place us within the history, um hier die Geschichte zu platzieren, the Soviet Union developed nuclear weapons. hat die Sowjetunion Atomwaffen hergestellt oder entwickelt. This is a history Das ist eine Geschichte of a Cold War, des Kalten Krieges. particularly at its beginning, Im Speziellen am Anfangsstatus des Kalten Krieges, where it's a new concept to people wo es ein neues Konzept für Menschen ist and they're particularly afraid. und sie sind im Speziellen beängstigt. In 1948, 1948 there was an attorney, Louis Bowman, gab es einen Anwalt, Louis Borny, and what he wanted to suggest und was er vorschlagen wollte, that they make a change ist, dass sie eine Änderung vornehmen to the Pledge of Allegiance. zu den Pledge of Allegiance in Deutsch, den Schwur des Bündnis oder ja. We will keep saying that one. Go ahead, I will look it up. So we have 2 phrases. Also wir haben 2 Sätze hier. In God we trust. In Gott vertrauen wir, in God we trust. There's another phrase, Da gibt es einen weiteren Satz. and that is when someone pledges their allegiance to the American flag. Und das ist, wenn jemand sich der amerikanischen Flagge verschwört, also ihr treu ist. They begin to introduce this phrase, Und sie haben diesen Satz angefangen einzuführen. under God. Unter Gott. We pledge allegiance to this nation under God. Wir tun Treue schwören zu dieser Nation unter Gott. In February 12, 1948, Am 12. Februar 1948 these words are added werden diese Worte dazu addiert in the repetition of a particular speech. unter der Wiederholung eines gewissen Speech, einer gewissen Rede. That speech Und diese Rede oder Ansprache is the Gettysburg Address, ist die Adressierung von Gettysburg. given in 1863. Also einfach die Ansprache von Gettysburg im Jahre 1863. This was the turning point Dies war der Wendepunkt in the Civil War.
in dem Bürgerkrieg, when the Republicans began to win. wo die Republikaner angefangen haben zu gewinnen. When Abraham Lincoln gave the speech of the Gettysburg Address, Als Abraham Lincoln diese Ansprache von Gettysburg gegeben hat, he included the words in the pledge, under God. hat er in diesem Schwur die Worte addiert, unter Gott. He says that this nation Und er sagt, diese Nation shall under God soll unter Gott have a new birth of freedom. eine neue Geburt der Freiheit erfahren. This concept of under God Also dieses Konzept von unter Gott comes back in 1948. kommt im Jahre 1948 wieder zurück. In 1951, 1951 there's one of the largest Catholic associations gibt es eine der größten katholischen Organisationen. the Knights of Columbus. Und zwar sind das die Knights of Columbus, also die Ritter von Columbus. They take this suggestion Und die nehmen diesen Vorschlag and they adopt a plan und sie tun jetzt einen Plan entwickeln, to introduce it into their Pledge of Allegiance. diesen Satz da in diesen Treueschwur, den amerikanischen Treueschwur, einfließen zu lassen. At the beginning of all of their meetings. Und zwar, dass dieser abgehalten wird am Anfang all ihrer Treffen. It's an organization that goes nationwide, Also es ist eine Organisation, die landesweit war. and every ist- one of them begins to adopt this. Und jede Einzelne fängt an, diese Regelung anzunehmen. It became a nationwide push. Also es wurde ein landesweiter Push oder es wurde überall eingeführt. There's a government representative in Michigan Da gibt es einen Regierungsrepräsentanten in Michigan, that begins to push that it be officially added to the Pledge of Allegiance. der anfängt, das jetzt dahin zu pushen, dass diese Addierung auch that it what nationally? It begins to be added to the Pledge of Allegiance. Dass es zu diesem amerikanischen Treueschwur dann auch rechtmäßig dazu addiert wird. 1954, 1954 there's an American president, gibt es einen amerikanischen Präsidenten, Roosevelt. nämlich Roosevelt. He's been re-elected. Er wurde wiedergewählt. He's found himself in the history of the Cold War. Er fand sich selber wieder in der Geschichte des Kalten Krieges. He attends a sermon Und er wohnt einer Predigt bei in 1954. im Jahre 1954. This certain pastor Und dieser Pastor bases his sermon on the Gettysburg Address. bezieht sich in seiner Predigt auf die Ansprache von Gettysburg. And titles it A New Birth of Freedom. Und den Titel seiner Predigt ist ein Neugeburt der Freiheit. He said that the nation's strength Und er sagt, die Stärke der Nation was in its higher purpose, war in seiner höheren Zweck, fulfilling God's purpose. nämlich Gottes Zweck zu erfüllen. He said we need to set ourselves apart from other nations. Und er sagt, wir müssen uns von anderen Nationen absetzen. And it's these words, under God, given by Lincoln, Und es sind diese Worte, die von Lincoln gegeben werden, nämlich unter Gott, that can do that. dass dies vollbringen kann. And in 1954, Und im Jahre 1954 under God begins by law to be part of the Pledge of Allegiance. wird jetzt dieser Satz unter Gott fängt jetzt an durch Gesetz, dass es Teil wird dieses amerikanischen Treuschwurs. I want us to note, Ich möchte, dass wir hier merken oder notieren, in this history, dass in dieser Geschichte, they believe that they're in danger. da glauben sie, dass sie in Gefahr sind. There's those Southern Democrats Da gibt es die südlichen Demokraten, that are all immoral, die alle unmoralisch sind. and they need to make a distinction and say God is on our side. Und sie müssen sich davon absetzen und sagen, Gott ist auf unserer Seite. In a history of national crisis, In einer Geschichte der nationalen Krise. they introduce the phrase, in God we trust. Und sie tun hier diesen Satz, in Gott vertrauen wir, einführen. But at the Gettysburg Address, Und an dieser Ansprache von Gettysburg there's another phrase, gibt es einen weiteren Satz, under God. nämlich unter Gott. In this history,
Und in dieser Geschichte, soon after the World War, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, they're in another conflict. sind sie in einem weiteren Konflikt. There's another enemy. Da gibt es einen weiteren Feind. It's not the immoral Southern Democrats. Und jetzt sind es nicht die unmoralischen südlichen Demokraten. It's that atheistic Soviet Union. Jetzt ist es diese atheistische Sowjetunion. They want to make a public statement Und jetzt möchten sie öffentlich eine Aussage tätigen oder einen Standpunkt festlegen. before the world Und zwar vor der ganzen Welt. to say that God's on our side. Um zu sagen, dass Gott auf unserer Seite They ist. make this religious. Und sie machen das Ganze hier, machen sie religiöser Thematik. Look into President Eisenhower. Wenn man Präsidenten Eisenhower sich betrachtet, Much of what happens in the United States today, viel von dem, was heute in den Vereinigten Staaten passiert, the way they pray before meetings in Congress, die Art und Weise, wie sie beten, bevor sie den Kongress anfangen, many of the things that today look normal, viele der Dinge, die heute normal ausschauen, all come from the 1950s. kommen alle von den 1950ern, They came in through Eisenhower. die durch den Präsidenten Eisenhower reinkamen. 1954, he gives a speech 1954 gibt er eine Ansprache, when this law is introduced and he signs it. wo er dieses Gesetz hereinkommt und auch er es unterschreibt. He says every day millions of our school children Er sagt jeden Tag, Millionen von unseren Schülern will proclaim at this nation's dedication, their dedication werden sie ihre Hingabe dieser Nation erklären, to this nation zu dieser Nation and this nation's people to God. und dieses Nationsvolk zu Gott. In this way, we're recognizing our heritage and our future. Und in dieser Art und Weise tun wir unsere Herkunft und unsere Zukunft erkennen. By doing this, we're strengthening our spiritual weapons, Indem wir dies tun, tun wir unsere geistlichen Waffen stärken. our country's most powerful weapons. Unser Landes kräftigste oder mächtigste Waffen. In 1954, 1954 they also recognized the Knights of Columbus. tun sie auch die Ritter von Kolumbus anerkennen. They celebrate them Sie tun sie zelebrieren for being the cause of this initiative and amendment. für die Ursache dieses Zusatzes oder dieses Gesetzes. It sounds like it's all religious, Es klingt, als wäre das alles religiös, but it's deeply political. aber es ist sehr tief politisch. The purpose of what they were doing Der Zweck von dem, was sie getan was haben, to try and put in people's minds in die Gedankengüter der Menschen reinzubringen, that the United States was a religious society, dass die Vereinigten Staaten eine religiöse Gesellschaft that it waren, was a religious nation from the beginning, a Protestant nation. dass es von Anfang an eine protestantische oder christliche Nation gewesen wäre. What they're also trying to Und do was sie auch versuchen zu tun, through the businesses durch die Geschäfte, who were lobbying the pastors welche die Pastoren finanzierten, was to put in people's minds ist, um in die Verstände von Menschen reinzubringen, that the Soviet Union is atheistic dass die Sowjetunion atheistisch ist and communist. und kommunistisch. We're Protestant Wir sind Protestanten and capitalist. und Kapitalisten. And to be American, Und um Amerikaner zu sein, they define what it means to be American da definieren sie erst jetzt, was es bedeutet, Amerikaner zu sein, as being Protestant and capitalist. als dass man Protestant sein muss und Kapitalist. This is about money Das geht hier erstmal um Geld and power und Macht. more than religion. Mehr als die Religion. Big business had suffered after the Great Depression. Die großen Geschäfte haben nach der Great Depression, die Weltwirtschaftskrise, haben sie sehr darunter gelitten. So they began to work with pastors Also fingen sie an, mit Pastoren zusammenzuarbeiten, to introduce to the people the concept um den Leuten das Konzept schmackhaft zu machen oder einzuführen, that socialism is anti-God. dass Sozialismus gegen Gott wäre, anti-Gott. We have to be capitalist Wir müssen Kapitalisten with sein, a small government. mit einer kleinen Regierung. That concept Und dieses Konzept did not exist hatte nicht existiert, back in the early history. existierte in der frühen Geschichte nicht. It's introduced Es wird eingeführt, as a tool through the churches es wird als ein Werkzeug durch die Gemeinden eingeführt, to mold the people's minds um die Verstände der Menschen zu formen, at a time of fear
in der Zeit, in einer Zeit der Furcht, in the Cold War, im Kalten Krieg, to say this is what it means to be American. um zu sagen, das ist es, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. That way, Diese Art und Weise, through religion, durch Religion, they can regain some of the power that they'd lost können sie einige der Macht, die sie verloren hatten, wiedergewinnen, after the New Deal. nach dem New Deal, nach diesem neuen Deal. I encourage you to look into that history. Ich möchte euch ermutigen dazu, diese Geschichte weiter zu recherchieren. But what they're doing Aber was sie tun, is defining what it means to be American. ist, dass sie definieren, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. They're phrasing all of this Sie tun all das, ja, go ahead. as a battle between godless communism and godly America. Sie deklarieren hier, dass das ein Krieg ist zwischen dem gottlosen Kommunismus und dem göttlichen Amerika. There's a documentary titled God in America. Da gibt es eine Dokumentation, die genannt wird God in America, also Gott in Amerika. I want to quote a historian, a history professor there. Und ich möchte einen Historiker, einen Professor dort zitieren. He's referring not to 1954, Er bezieht sich nicht auf 1954, 1956, sondern auf 1956. to 63 years Es sind 63 Jahre to 2019. zu 2019. In 1956, 1956 In God We Trust became the official motto of the United States. wurde das In God We Trust, also in Gott vertrauen wir, wurde es das offizielle Motto der Vereinigten Staaten. Before this, there was another motto. Davor gab es noch ein weiteres Motto, Out of many one. und zwar Out of Many One, also das heißt aus vielen als eins heraus. Completely secular. Es war komplett weltlich, Many states, viele Staaten, one nation. eine Nation. That's the concept. Das war das Konzept. In 1956, 1956 they changed this. tun sie dies verändern. To quote this history professor, Um jetzt hier diesen historischen Professor zu zitieren, it was in the environment of a Cold War es war in der Umwelt des Kalten Krieges, that Congress decided to change the motto. dass der Kongress sich dazu entschied, das Motto zu verändern. That to reclaim this idea that we're a chosen people, Aber um diese Idee wiederholt zu behaupten, dass that we are what? a chosen people, Dass wir ein ausgewähltes Volk ist that we were conceived under God, und dass wir unter Gott geboren wurden we're only safe under God. und wir nur sicher sind unter Gott. And if we turn our backs on Him as a nation, Und wenn wir als Nation uns ihm den Rücken zuwenden, that's dangerous. ist das gefährlich. So 1956 Also 1956 becomes the official motto of the United States. wird es das offizielle Motto der Vereinigten Staaten. I want us to come to some application. Ich möchte, dass wir hier jetzt zu ein paar Anwendungen kommen. There's two streams of information here. Da gibt es zwei Ströme der Informationen hier. This is correct. Das hier ist korrekt. The nation is under the judgment of God. Die Nation ist unter dem Gerichte Gottes. 9/11. Der 11. September The nation is under the judgment of God. hat man die Nation, wie sie unter dem Gericht Gottes steht. But there's two streams of information Aber da gibt es zwei Ströme der Information, as to why that is. die aussagen, warum dies so ist. One of them says, Sagt, we're under the judgment of God wir sind unter dem Gerichte Gottes because of immoral people. wegen unmoralischen Menschen. I want to quote some people to you. Ich möchte hier ein paar Leute zitieren. These are people that are very much behind Donald Trump. Das sind Menschen, die sehr hinter Donald Trump stehen. Jerry Falwell, Jerry Falwell, he really doesn't like the Clintons. er mag die Clinton wirklich nicht. Pat Robertson, Pat Robertson, these are some of the top evangelicals in the United States. das sind einige der Top-Evangelisten oder Evangelikalen in Amerika. Another one, Ein weiterer, Ann Lotz, Ann Lotz, Ann Graham Lotz, Ann Graham Lotz, because she's the daughter of Billy Graham. denn sie ist die Tochter von Billy Graham.
very influential evangelical. Sehr reiche Evangelikalen. To quote some of these people, Einige dieser Leute zu zitieren, they've asserted that they've claimed sie haben ausgesagt, that the 9/11 terrorist attack dass die Terroristenattacken vom 11. September succeeded continue. Succeeded because of homosexuality, abortion and secular schools and courts. What are you reading? Die sind deswegen passiert, weil die Vereinigten Staaten die Homosexualität erlauben, der Abtreibung erlauben, weil die Amerika eine Nation der Abtreibung homosexuell geworden ist, weltliche Schulen, weltliche Regierung und did you mention this one? No. Okay, then I'll leave it out. Another reverend, ein weiterer Pastor, president of the Southern Baptist Seminary, Präsident der Südbaptisten oder des Seminars der Südbaptisten, says that that America has become so sinful, sagt, dass Amerika so sündvoll geworden ist, we should fear God's judgment. dass wir Gottes Gericht fürchten sollten. But he says we should be afraid of just pointing to one incident or 9/11. Aber er sagt, wir sollten speziell Furcht davor haben vor einem Ereignis, nämlich zum Beispiel den 11. September. But the concept is clear. Aber das Konzept ist deutlich. And lots. Und Lots. God allowed 9/11 to happen. Gott hat 9/11 erlaubt, dass das passierte, to show us that we need him. Zu zeigen, dass wir ihn brauchen. Then she starts to talk about Obama. Und dann fängt sie an, über Obama zu reden. And all the evidence that the nation is immoral. Und die ganzen Beweise dafür, dass die Nation nicht mehr moralisch ist. She says it's evidence that God has backed away from our nation. Und sie sagt, das ist Beweis, dass Gott sich von unserer Nation entfernt hat. She says if Americans were to repent, und sie sagt, wenn die Amerikaner sich Buße tun würden, God would tell us of terrorist plots before they could happen. Dann würde Gott uns erzählen, wenn die von Terroristenplots, was heißt das in Deutsch? Gott würde uns die Pläne der Terroristen, bevor sie zuschlagen, schon vorlegen oder sagen. He would control the weather patterns and protect us from storms. Er würde die Wettermuster kontrollieren und uns vor Stürmen sicher halten oder beschützen. Her brother, ihr Bruder, has called on Americans to boycott businesses that support gay people. Hat Amerikaner dazu aufgerufen, die Geschäfte von Amerikanern aufgerufen, dass sie gegen Schwule oder Homosexuelle, um diese zu unterstützen, dass sie das boykottieren. He's accused Obama. Er hat Obama damit belastet, of spreading immorality and sin. Dass er Unmoral und Sünde verteilte. He's praised Vladimir Putin. Und er hat Wladimir Putin hochgehoben. For banning gay propaganda. Indem er homosexuelle Propaganda verbannt hatte. Because we want a Russian society. Denn wir möchten eine russische Gesellschaft. That's why we elected Trump. Das ist warum weil wir eine russische Gesellschaft haben wollen, haben wir Trump gewählt. Even if they're afraid to tie it to 9/11. Und auch wenn sie Furcht davor haben, das mit dem 11. September in Verbindung zu bringen, they have the exact same story. Da haben sie dennoch genau die gleiche Geschichte. It's immorality. Es ist die Unmoral. They don't hide it. It's the separation of church and state. Und sie tun es auch nicht verstecken. Es ist nämlich sie sagen auch, es ist die Trennung von Kirche und Staat. And the failure to recognize America as a Christian nation. Und das Verfehlen, Amerika als eine christliche Nation zu erkennen. And this is what begins to be pushed, particularly from 9/11. Und jetzt fängt es an, dass das hier gepusht wird, im Speziellen seit dem 11. September. I want us to think about what the true stream would say. Und ich würde euch daran erinnern, was der wahre Informationsstrom sagen würde. Ellen White isn't alive today. Ellen White ist heute nicht mehr am Leben. But she
was alive here. aber sie war hier am Leben. She was not saying this. Sie hat nicht das gesagt, She would not be saying this. also würde sie auch das hier nicht sagen. But I've heard this Aber ich habe das gehört, taught in Adventism dass das im Adventismus gelehrt wurde and this movement. und in dieser Bewegung. The concept that God can control the weather. Das Konzept, dass Gott das Wetter kontrollieren kann And New Orleans und New Orleans happened because of the Gay Pride March. war wegen der Pride March, also wegen dieser Schwulenparade. That's this. Das ist das hier. There's this conspiracy theory thinking. Da gibt es, das hier ist dieses Verschwörungstheorie-Denken. These are the people Das sind diese Menschen, that would fight climate change, die Klimaveränderung bekämpfen würden. afraid to say global warming. Die davor sich fürchten würde, globale Erwärmung zu erwähnen. But when there's a storm Aber wenn es dann einen Sturm da gibt, increasingly happening, die vermehrt auftreten, it's not because we're destroying the planet, dann ist es nicht, weil wir den Planeten zerstören, it's because of gay people. sondern das ist wegen Homosexuellen. This is a repeat of that history. Das ist eine Wiederholung dieser Geschichte. 2001, a push begins. 2001 fängt ein Push hier an. It's taking this phrase, in God we trust, Und dieser Satz, in Gott vertrauen wir, and displaying it in every public school classroom. und es soll in jedem öffentlichen Schulgebäude oder Schulraum, Klassenraum hier angeschrieben werden. In every single one of the rooms within a public school. In jeden einzelnen Raum in einer öffentlichen Schule soll er hingeschrieben werden. It begins in Mississippi, Und es fängt in Mississippi an and it's introduced. und es wird eingeführt. I want us to consider, Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, if we haven't done this, wenn wir es bereits nicht schon getan haben, we need to go back to this history dann müssen wir zurück zu dieser Geschichte gehen and see what A.T. Jones fought for. und wir müssen sehen, wofür hat A.T. Jones denn gekämpft. He fought Er hat dafür gekämpft, to keep Bibles out of public schools. dass die Bibeln aus öffentlichen Schulen weggehalten werden. There should be no Bible teaching in a public school. Da sollte es keine Bibelschulen, Unterricht über die Bibel in den Schulen geben. That's church and state. Das ist Kirche und Staat. If you want a child to go to school and hear about creation, Wenn du ein Kind zur Schule gehen lassen möchtest und es dort über die Schöpfung hört, they should go to school and be taught from the Quran. dann sollten sie auch in die Schule gehen können und vom Koran dort hören He's können. clear. Er ist deutlich. If we want church and state, we need to be fair. Wenn wir Kirche und Staat haben wollen, dann müssen wir fair sein. The Bible Die Bibel cannot be taught in a school, kann nicht in einer Schule ausgelegt oder gelehrt werden. in a government school. In einer Regierungsschule. Ellen White supported him in that. In einer staatlichen Schule. Und Ellen White hat ihn da unterstützt. And now Und nun they're taking this phrase, nehmen sie diesen Satz it's been introduced in the 1860s and the 1950s. und es wurde eingeführt in den 1860ern und den 1950ern wieder. 2001 it begins to be placed in schools. 2001 kommt dieser Druck, dass es auch in den Schulen eingeführt wird. That first happens in March, Und das fängt erst im März an, but it's after 9/11 aber es ist nach dem 11. September, that just takes off. dass das praktisch jetzt hier der Stein am Rollen ist. All across the United States. Und zwar überall in den Vereinigten Staaten. And it's become something that they've increasingly pushed. Und es ist etwas jetzt, was immer mehr gepusht wird. 2017, 2017 it's introduced into Arkansas. wird es in Arkansas eingeführt. Arkansas has a special place in this movement. Und Arkansas ist ein besonderer Ort für diese Bewegung. For the United States, Für die Vereinigten Staaten. that's where we're based. Das ist, wo wir unsere Basis haben. So when it enters Arkansas, Also wenn es in Arkansas einkommt, it's Act 911. dann ist es der Akt 911. Introduces In God We Trust into their public schools. Hier wird jetzt dieser Satz, in God we trust, also in Gott vertrauen wir, wird in den Schulen eingeführt. This campaign Diese Kampagne, to elect Donald Trump Donald Trump zu wählen, has been an evangelical push from the very beginning. war ein evangelikalischer Push seit dem Anfang an. If we were to go back to
a few studies we did previously. Wenn wir zurück zu ein paar Studium gehen würden, die wir zuvor bereits getan haben, We talked about Paula White. da redeten wir über Paula White We talked about those evangelical pastors that were behind him. und wir haben über diese evangelischen Pastoren geredet, die hinter Trump stehen. He's meeting with them in 2011. Und er trifft sich mit ihm im Jahre 2011. Why is he doing all that? Warum tut er all das? Why are they looking for a new president? Warum halten sie Ausschau nach einem neuen Präsidenten? Prior to 1863, Vor 1863, the Republicans are losing, sind die dabei, die Republikaner, dass sie verlieren. and they think that's the judgment of God. Und sie denken, das ist das Gericht Gottes. Prior to 2014, Vor 2014, the Republicans are losing. da tun die Republikaner, sind am Verlieren. They think that's a bad thing. Und sie denken, das ist etwas Schlechtes. They're losing under Obama. Sie verlieren unter Obama. You can go to a website Man kann zu einer Webseite gehen, that lists all the terrible things Obama has done against religion. die die ganzen schlimmen Dinge, die Obama gegen die Religion unternommen hat, auflistet. It's a good read Es ist sehr interessant zu lesen, to see why he was a good president. um zu sehen, warum er ein guter Präsident war. One of the ones that they particularly hated Eine der Dinge, die sie speziell nicht mochten, was er tat, November 2010, war, dass er im November 2010 he states the national motto. tut er das nationale Motto ausrufen. And what does he say? Und was sagt er? Out of many one, Out of many one, also aus vielen eins. not in God we trust. Und er erwähnt nicht, in Gott vertrauen They wir. think that's bad. Und sie denken, das ist schlimm. We can take this history Wir können diese Geschichte nehmen and we can see it as progression. und wir können es als Voranschreiten erkennen. But we don't just use progression, we cut it up. Aber wir benutzen es nicht als Voranschreiten, sondern wir tun es einfach hier abschneiden. And if we cut it up Und wenn wir es auseinanderschneiden, before 1863, vor 1863, that ship's on course. dann ist dieses Schiff auf Kurs. It's on course under Obama Es ist auf dem Kurs unter Obama. because he was rejecting all of this Denn er hat all das ja abgelehnt. and saying, out of many, one, that is our motto. Und er sagt, aus vielen eins, das ist unser Motto. That is what we stand on. Das ist, worauf wir stehen. 2014, 2014 Donald Trump comes up with a particular phrase. kommt Donald Trump mit einem speziellen Satz auf. We've already talked about Steve Bannon, Cambridge Analytica. Wir haben bereits schon über Steve Bannon und Cambridge Analytica gesprochen. There's another phrase invented in 2014. Da wird ein weiterer Satz im Jahre 2014 erfunden. It's here that Donald Trump says he came up with the phrase, make America great again. Und es ist hier, dass Donald Trump, dass er mit dem Satz aufkam, dass dieser Satz Make America Great Again, also Mach Amerika wieder groß. This make it great again Also dieses Mach es wieder groß means to reform. bedeutet es zu reformen. It's a national cry for nationalism. Also es ist ein nationaler Ruf für Nationalismus. It is Es ist the national reform movement. die nationale Reformbewegung. This phrase is saying the same thing. Dieser Satz sagt das Gleiche And people in this movement und Menschen in dieser Bewegung had no problem chanting it haben kein Problem, es auszurufen, like it's our rallying cry. als wäre es unser Schlachtruf. Would we do that in 1863 Hätten wir das in 1863 getan, on this side of the issue? auf dieser Seite der Situation, National, nationalism, Nationalismus, reform, Reform, make it great again. mach es wieder groß. And it's a movement. Und es ist eine Bewegung. It was a movement under Donald Trump. Es war eine Bewegung unter Donald Trump. And he comes up with that in 2014. Und er kam damit im Jahre 2014 auf. This attempt Dieser Versuch, to bring In God We Trust dass man in Gott vertrauen wir, into schools in die Schulen, dieser Versuch, dass man das in die Schulen reinbringt, has become a particular it's been taken up by a new organization und es wurde von einer neuen Organisation aufgegriffen. created around 2017 Es wurde
diese Organisation wurde um 2017 gegründet. They're known as Project Blitz. Und dieses sind bekannt als Projekt Bliss. This project Und dieses Projekt is an attempt ist ein Versuch by the religious right, von dem religiösen Recht, the exact same purpose as Steve Bannon, also der gleiche Zweck oder Sinn, wie Steve Bannon hat, to secure America as a Christian country. um Amerika als eine christliche Nation zu sichern. I want to quote from the New York Times. Und ich möchte von der New York Times zitieren. Project Blitz, Projekt Bliss the latest attempt by religious extremists ist der letzte oder der neueste Versuch von religiösen Extremisten, to use the powers of government um die Mächte der Regierung zu benutzen, to secure a privileged position in society um eine privilegierte Position in der Gesellschaft for their version of Christianity. zu sichern für ihre Version der Christenheit. 2017, 2017, this attempt to introduce In God We Trust into schools dieser Versuch, diesen Satz in Gott vertrauen wir in die Schulen reinzubringen, became a major issue in many states. wurde ein großes Problem oder Thematik in vielen Staaten. There's another organization. Da gibt es eine weitere Organisation It's known as the Americans United for the Separation of Church and State. und es ist bekannt als die Amerikaner vereint gegen Kirche und Staat. And they explain what's happening under Project Blitz. Und sie erklären, was mit diesem Projekt Bliss, was es damit auf sich hat und was damit passiert. This evangelical organization, Diese evangelikalische Organisation, they have a plan. sie haben einen Plan. It's actually a 100-page documented plan Und es ist ein Plan, der ein Dokument mit 100 Seiten beinhaltet. that you can go online and read. Und man kann ihn online lesen. And it marks a series of steps. Und es markiert eine Abfolge von Schritten. The first step Der erste Schritt is to introduce In God We Trust into schools. ist, dass man in Gott vertrauen wir in die Schulen reinbringt. The second step Der zweite Schritt is ist, to introduce Bible classes into schools dass man Schulunterrichtsstunden in die Schulen einführt and prayer time. und auch Gebetszeiten. The third step Der dritte Schritt, is to weaponize religious freedom religiöse Freiheit zu bewaffnen oder ja, as a means to discriminate. um als ein Mittel, um zu diskriminieren. They're trying to say we're the ones suffering. Sie sagen, sie versuchen zu sagen, wir sind diejenigen, die am Leiden sind. We need to turn religious freedom from a shield Wir müssen religiöse Freiheit umdrehen, und zwar von einem Schild, that protects. das uns schützt, What they're turning it into is a sword that harms. es anwenden, und sie wenden es oder sie drehen es in ein Schwert, das Verletzungen So verursacht. you have stories Also man hat Geschichten, like a baker zum Beispiel wie ein Bäcker, that's asked by a gay couple to make a cake for their wedding. der von einem homosexuellen Paar gefragt wurde, eine Hochzeitstorte zu kreieren. And he won't, he discriminates. Und er sagt, er macht das nicht, er diskriminiert. So the government steps in and says you need to. Also tut jetzt die Regierung eingreifen, sagt, du musst es tun. Project Blitz Und Projekt Bliss says that that's violating his religious freedom. sagt, der Projekt Bliss sagt jetzt aus, das ist die Übertretung seiner religiösen Freiheit. No, it's not. Nein, ist es nicht. It's asking him to be nice. Es fragt ihn einfach nur nett zu sein. Because Christians Denn Christen have a problem being nice. haben ein Problem, nett zu sein. To continue this article, Wenn man in diesem Artikel weitergeht, it's talking about Project Blitz. da redet es über Projekt Bliss. It's an attempt by Christian nationalists Und es ist ein Versuch von christlichen Nationalisten, to secure a Christian society. um eine christliche Gesellschaft zu sichern. And it all begins with a nationwide push Und es fängt alles an mit einem nationalen, landesweiten Push,
to introduce In God We Trust. Der anfängt mit, indem man den Satz in Gott vertrauen wird, dass man den einführt. And they speak publicly about that. Und sie sprechen sogar öffentlich darüber, That is a gentle first step dass das ein sehr softer erster Schritt ist, to bring America back as a Christian society. um Amerika zurück als eine christliche Nation, zurück dahin zu bringen, Amerika als eine christliche Nation wieder There's aufleben zu lassen. Organization known as the Congressional Prayer Caucus. Da gibt es eine Organisation, die bekannt ist als die Congressional Prayer Caucus, was die kongressionale Gebetsgruppe ist, so nach dem Motto. It's an official organization of Congress Es ist eine offizielle Organisation des that Kongresses, gathers members to pray before sessions. die Mitglieder versammelt, zu beten, bevor der Kongress anfängt. In 2014, 2014, the head of that foundation der Kopf dieser Organisation said that the separation of church and state sagte aus, dass diese Trennung von Kirche und Staat is a plan of the liberals to ruin America. ist ein Plan der Liberalen, Amerika zu ruinieren. It's the death sentence of our nation. Und es würde der Todessatz für unsere Nation sein. Es ist der Todesstoß für unsere Nation. Donald Trump, Donald Trump, he heard about this plan er hat von diesem Plan gehört, to introduce Bible studies into schools. dass man die Bibelunterrichtsstunden in die Schulen einführt. His response, Und seine Antwort darauf ist, starting to make a turn back. fang an, zurückgehen fang an, umzukehren. Great. Groß. He wants to make America great again. Er möchte Amerika wieder groß machen. He wants to reform it. Er möchte es neu formen. He's going to bring about church and state. Er bringt Kirche und Staat zusammen. He's going back to this society, Er geht zu dieser Gesellschaft zurück. and this society Und diese Gesellschaft, came up with the phrase in 2014. 2014 kommt er mit diesem Satz auf. The same way that Steve Bannon began working with Cambridge Analytica. In der gleichen Art und Weise, wie wir sehen, wie Steve Bannon anfing, mit Cambridge Analytica zusammenzukommen. To protect the Jewish Christian West from immorality and the judgment of God. Um den jüdischen christlichen Westen von der Unmoral und dem Gerichten Gottes zu sichern oder beschützen. In 1965, In 1965 Ellen White says that there are people on this side of the issue hat Ellen White gesagt, dass es da Menschen auf einer Seite des Problems gibt, within the movement. die innerhalb der Bewegung sich befinden. They've brought their political biases Dass sie sich politisch auf eine Seite gelegt haben, into the movement. haben sie also ihre politische Einseitigkeit haben sie in die Bewegung reingebracht. Those political ideas Und diese politischen Ideen will cause them to fail the test. werden sie dazu führen, den Test oder die Prüfung nicht zu bestehen. 2019, 2019 I see Obama attacked. sehe ich, wie Obama attackiert wird. I see issues like immigration. Und ich sehe Probleme wie die Einwanderungen. It's not just immigration. Und es ist nicht nur die Einwanderung. It's issues over women, Es gibt auch Probleme über Frauen, black people. Schwarze. It's all an attempt to bring back a conservative Christian society. Und das sind alles diese Versuche, um eine christliche, konservative Gesellschaft wieder zurückzubringen. They sound like political issues, they're not. Und sie klingen wie politische Probleme oder Thematiken, sind es aber nicht. Just in closing, Indem wir jetzt hier abschließen. you were to go to the Ellen White app Wenn man zu dieser Ellen White CD-ROM geht and you were to go to early writings. und man zu frühen Schriften geht, also Early Writings im Englischen, Go into Spiritual Gifts Volume 1. oder Spiritual Gifts Band 1, This is the volume das sind die Bände, that was later developed die das später dann dazu entwickelt wurde. into the Great Controversy. Also diese Bände führten später dann zum großen Kampf. So it starts with the fall of Satan, the chapter titles. Also wenn man jetzt die Titel da durchliest, fängt es an mit dem Fall von Satan, The fall of man der Fall des Menschen. goes down, the first advent. Und dann geht es weiter zu dem ersten Advent. It goes down, the crucifixion. Dann geht es weiter zu der Kreuzigung. It goes down, the Reformation. Und dann geht es zur Reformation weiter. William Miller. Dann William Miller. First angel's message, second angel's message. Die erste Engelsbotschaft, die zweite Engelsbotschaft, Third angel's message. dritte Engelsbotschaft. Spiritualism
covetousness. Spiritismus und covetous Habsucht. Stepping through the history of the world. Also es geht hier Schritte durch die Welt hindurch. She goes from 1850, Sie geht von which 1850, is covetousness, Laodicea, welche sie als Habsucht bzw. Laodicea markiert, to the sins of Babylon, zu den Sünden von Babylon, the loud cry, den lauten Ruf, the third message closed, die dritte Engelsbotschaft abgeschlossen, the time of trouble. die Zeit der Trübsal. She's talking Sie redet about the history, über die Geschichte, the very end of the world. über die Geschichte am Ende der Welt. Skips from 1850 Von 1850 to the sins of Babylon, springt sie rüber zu den Sünden Babylons, the loud cry and the close of probation. den lauten Ruf und den Ende der Gnadenzeit. Tick all of those chapter boxes. Tut alle diese Boxen der Kapitel einfach abhaken. Go into your search engine Geht in eure Suchfunktion and type in Sunday. und klickt dann Sonntag oder sucht nach Sonntag. How many times does she mention it? Wie oft tut sie Sonntag darin erwähnen, in No. diesen gewissen Kapiteln? Not once. Nicht einmal. Because when she wrote this document, Als sie dieses Dokument Spiritual- erwähnt hat, Spiritual Gifts, nämlich Spiritual Gifts, it's written in 1858. dann wurde es in 1858 geschrieben. And when she talks about the sins of Babylon, Und wenn sie über die Sünden Babylons schreibt, what's the theme of that chapter? was ist eigentlich das Thema dieses Kapitels? What are the sins of Babylon in 1858 Was sind die Sünden von Babylon im Jahre 1858, that was to lead to the close of probation? die zum Ende der Gnadenzeit führen sollten? All about slavery, Es- nothing to do with Sunday. Es geht alles um die Sklaverei. Man hört hier nichts über den Sonntag. Because Christ was to return in this history. Denn Christus hätte in dieser Zeit wiederkommen sollen. And if Christ had returned when he should have, Und wenn Christus gekommen wäre, wie er es hätte sollen, the issue is not a Sunday law in Congress. dann ist es das Problem oder die Thematik nicht ein Sonntagsgesetz im Kongress, The sin sondern die Sünde is slavery. ist die Sklaverei. Christ did not come back. Christus ist nicht zurückgekommen. It was a history of failure. Es war eine Geschichte des Misserfolgs. So these works are rewritten, Also diese Schriften werden dann neu geschrieben, repackaged werden neu verpackt for the next attempt. für den nächsten Versuch. 1888, 1888, the great der controversy. große Kampf. And what then is the issue? Und was ist dann die Thematik oder das Problem? The sins of Babylon Da sind dann die Sünden des Babylons. is Sunday law in Congress. Ist das Sonntagsgesetz im Kongress. That was what A.T. Jones was standing in Congress fighting. Und das war, worüber der A.T. Jones, warum er im Kongress stand und dafür da gekämpft hat. But that was a history of failure. Aber das war auch eine Geschichte des Misserfolgs. Christ did not come back in 1888 history. Christus ist nicht im Jahre 1888 zurückgekommen. Millions of Adventists Millionen von Adventisten are walking blind through this history, laufen hier blind durch diese Geschichte and so hindurch. are we Und so tun wir es auch, if we're going to a few quotes from 1888 wenn wir zu ein paar Zitaten von 1888 gehen and saying that we won't recognize church and state until we see Sunday law in Congress. und wir aussagen, wir erkennen nicht, wie Kirche und Staat zusammenkommen, es sei denn, dass wir ein Gesetz über den Sonntag im Kongress sehen. People are waiting to see 2014 as Sunday law. Menschen warten darauf, dass sie ein Sonntagsgesetz, they wait to see a Sunday law in the Congress. They wait to accept it. Okay. Sie warten das Sonntagsgesetz in 2014, dass sie das annehmen können. They're resisting accepting it Sie widerstehen, das anzunehmen, until they can see some secret law bis sie da so ein Geheimnisgesetz sehen könnten in Congress im Kongress, saying keep Sunday. das aussagt, halte den Sonntag. That somehow for the last 5 years we've missed. Aber was wir so für die letzten 5 Jahre verpasst haben. There is no secret law. Aber da gibt es kein geheimes Gesetz. In 1858, Im Jahre the 1858, sins of Babylon dies waren die Sünden von is Babylon, slavery. ist die Sklaverei. In 1858, Und 1858, Sunday law in Congress. say this. In 1888 ist es das Sonntagsgesetz im Kongress. In our history, In unserer Geschichte church and state has already come together. ist die Kirche und Staat bereits schon It's zusammengekommen. not a future thing. Es ist nicht etwas, was in der Zukunft Just ist. in the last 2 years, Schon bereits in den letzten 2 Jahren they've made the turn back. haben sie sich bereits zurückgewendet.
Church and state is already here, Kirche und Staat sind bereits schon da und zusammen. and you can pin it in 2014 Und man kann es an 2014 markieren oder daran pinnen, at Sunday Law. am Sonntagsgesetz. It's the work of Steve Bannon, Es ist die Arbeit von Steve Bannon, weaponizing Cambridge Analytica. indem man auch Cambridge Analytica als eine Waffe benutzt. It's a nationalistic movement Es ist eine nationalistische Bewegung of populism des Populismus, that says this is a Christian nation. das sagt, das hier ist eine christliche Nation You have to be Protestant and capitalist und man muss Protestant und Kapitalist sein, to belong here. um hier hinzugehören. It's a racist movement. Es ist eine rassistische Bewegung, It carries with it a lot of baggage. die mit viel Gepäck kommt. That's no longer moral. Es geht hier nicht mehr länger um die Moral. These issues are not political. Diese Thematiken sind nicht politisch, They're prophetic. sie sind prophetisch. We should accept 2014 as Sunday law, Wir sollten es akzeptieren, dass 2014 da ein Sonntagsgesetz gibt. purely based on the structure. Schon allein wegen der Struktur, To waver on that issue wenn wir auf dieser Thematik, wenn wir da so ein bisschen unsicher sind, is to stand in 2012 ist das gleiche, wie wenn man 2012 steht, and say the structure isn't enough und sagen würde, die Struktur ist nicht ausreichend, for me to accept it. um es zu akzeptieren. We will identify Sunday law Wir werden das Sonntagsgesetz when we understand parables. definieren, wenn wir die Gleichnisse definieren oder verstehen. The sins of Babylon in our history Die Sünden von Babylon in unserer Geschichte are not Sunday law in Congress, ist nicht das Sonntagsgesetz im Kongress. no more than it is in slavery in southern plantations. Und genauso wenig wie die Sklaverei in südlichen Plantagen. We need to take those quotes for what they are, Wir müssen diese Zitate so annehmen, wie für was sie wirklich stehen. meant to be fulfilled in the time they're written. Sie sind dazu bestimmt gewesen, in der Zeit, in der sie geschrieben wurden, dort ihre Erfüllung zu finden. Come into our history, Das heißt, wenn wir zu unserer Geschichte kommen, see it as an issue of life and death, dann sehen wir das als eine Thematik über Leben und Tod, to let go of this narrative. um von dieser Abfolge loszulassen. Our unhealthy patriotism, Unser ungesunder Patriotismus, our nationalism, unser Nationalismus tying together our love of our country und unsere Liebe für unser Land, dieses Zusammenbinden with our love of capitalism. mit der Liebe des Kapitalismus. We need to separate those issues. Wir müssen diese Thematiken oder Probleme separieren. We need to understand Und wir müssen verstehen, why the nation is under the judgment of God. warum die Nation unter dem Gericht Gottes ist. Ellen White says, Ellen White sagt, the fault of the world's sin die Verfehlung oder lies at the doors of the churches. die Sünde, the fault of the nation's sin, der Grund, warum, die Ursache der Sünde der Welt liegt an der Türschwelle der Kirche Not at those gay people, und nicht wegen den Homosexuellen, not at the feminists, nicht an der Türschwelle der Feministen, not at the immoral. nicht an den unmoralischen Menschen. Church and state has been here since 2001. Kirche und Staat sind bereits seit 2001 oder sie sind auf der Bühne seit 2001. But it's escalating. Aber es ist am Eskalieren. Can pin it in 2014, Und wir können jetzt 2014 hier festpinnen, where it all takes off. wo alles praktisch dann aus dem Ruder läuft. But it's not a future thing. Aber es ist kein Zukunftsding. It's already here. Es ist bereits hier. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lass uns zum Gebet niederknien. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for our blessing. danke für unsere Segnungen. I pray that you will help us. Ich bitte dich, dass du uns helfen wirst, May we understand the methods we're using, dass wir nun die Methoden verstehen, die wir benutzen, that we can help people to understand dass wir Menschen helfen können zu verstehen, the history we're in, die Geschichte, in der wir uns befinden, that we can show them the danger dass wir ihnen die Gefahr aufzeigen können, in what is not a local issue in America, was nicht nur ein lokales Problem in Amerika ist, a worldwide problem sondern ein weltweites Problem of this movement of nationalism. von dieser Bewegung des Nationalismus. The 1860s, Und seit den 1860ern, it's 1950s, in den 1950ern, it's 1930s Germany. 1930ern in Deutschland, May we understand
mögen wir verstehen, those for whom the Constitution was written, dass für diejenigen, die die Verfassung geschrieben wurde, like A.T. Jones, wie A.T. Jones, not just for Sabbath keepers, nicht nur für die Sabbathalter, for Muslims, sondern auch für for Muslime, atheists, für Atheisten, for every group, für jede Gruppe, may we be willing to defend them, mögen wir es möglich sein, dass wir sie verteidigen können their religious liberty, und auch ihre religiöse Freiheit their right to exist, und ihr Recht zu existieren to go to school, und zur Schule zu gehen, without being forced to Christianity. ohne dass sie zur Christenheit gezwungen werden. May we live by example, Mögen wir durch das Beispiel leben, as you said we should, wie du gesagt hast, dass wir es tun sollen, that we can win them dass wir sie rübergewinnen können, when you see Christ in us. wenn man Christus in uns sieht. I pray that you prepare us in our hearts Ich bitte dich, dass du in unserem Herzen vorbereitest, and our minds. in unserem Verstand. May we learn, Mögen wir lernen, but just as importantly, may we unlearn, aber auch genauso wichtig ist, dass wir auch verlernen können, that we don't stand in 1865 dass wir nicht in 1868 stehen sympathizing with the slaveholder. und mit den Sklavenhaltern sympathieren. I pray this in Jesus' name. Und ich bete dies in Jesu Namen. Amen. Amen.